Wie ich 14 war, war ja, ziemlich unentschieden eigentlich. Es ist ein sehr schwieriges Alter, aber trotzdem, man muss eigentlich, ja, man sollte wissen, wo der Weg hingeht. Es ist sehr schwierig, aber trotzdem, man soll ehrgeizig sein, immer. Das ist sowieso ehrgeizig sein, wissen, was man will und das Ziel einfach verfolgen. Jürgen Meyer, Abteilungsleiter Fahrzeugübergabe, Kommunal, Rosenbauer International. Das Coolste ist sicher, speziell auf die Fahrzeugübergaben, die leuchtenden Augen der Feuerwehren. Also das ist nicht so, die Feuerwehr bekommt einmal in 25 Jahren so ein riesengroßes neues Fahrzeug und das ist eigentlich schon wie ein kleines Christkind ist das immer, darf er da immer spielen. Also das ist schon cool, wenn die Feuerwehr zum ersten Mal an das Fahrzeug sieht, was geplant wurde, dann gebaut wurde und im neuen Glanz eben da steht zur Abholung bereit. Also ist für mich auch ein ganz besonderer Tag. Ja, also eine geregelte Arbeitszeit gibt es bei mir eigentlich nicht. Also es ist der Arbeitsbeginn 6 Uhr und dann kommt es immer darauf an, wie lange die Planungsphase dauert bei der Rohbaubesprechung. Es kann oft einen ganzen Tag dauern. Oder eben bei der Fahrzeugübergabe. Es ist wirklich wichtig, dass der Kunde das Fahrzeug versteht, dass er eben mit dem Fahrzeug arbeiten kann. Und der Kunde muss es mit dem Fahrzeug das Werk so verlassen, dass wenn er auf der Autobahn zum Beispiel, hat es schon gegeben, auch zu einem Autobrand dazukommt oder zu einem Verkehrsunfall, der muss mit dem neuen Fahrzeug arbeiten können gleich. Und das ist eigentlich unsere Aufgabe, unser Job, dass wir in diesem einen Tag dem Kunden eben dieses Know-how und das technische Verständnis eben weitergeben. Wir von Rosenbauer stellen Feuerwehrfahrzeuge her und mein Tätigkeitsbereich ist das Planen, gemeinsam mit den Kunden, mit den Feuerwehren, die Ausstattung planen für das Fahrzeug, was es reinkommt und in weiterer Folge dieses Projekt dann mitbegleiten in der Produktion und dann nach Erfolg der Endkontrolle und nochmal das ganze Fahrzeug anschauen und kontrollieren, wird dann das Fahrzeug von mir an den Kunden übergeben und eingeschult. Also unser Arbeitsbeginn ist um 6 Uhr. Da gibt es dann einmal einen Kontakt mit der Produktion, um diverse Komplikationen vielleicht abzustimmen, damit der Produktionsbereich wieder optimal läuft. Dann bereiten uns wir schon auf die Fahrzeugübergabe vor. Das heißt, die ganzen Unterlagen werden besorgt, das Fahrzeug wird nochmal durchgecheckt, wird aufgetankt und wirklich, dass es im vollen Glanz dann dem Kunden übergeben werden kann. Immer präsent sein in der Produktion, damit immer die Abläufe abgestimmt werden können, was eben mit dem Kunden vereinbart wurde, damit wir das auch umsetzen können. Also das ist ganz, ganz wichtig, der permanente Kontakt in die Produktionshalle. Dann natürlich ständig am Telefon, um mit den Kunden eben das wieder abzustimmen, wenn irgendwelche Ungereimtheiten sind zum Ausmerzen, zum Aussprechen natürlich. Und ja, also der ganze Tag ist ausgenutzt. Und wenn dann nebenbei um 9 Uhr die Besprechungen losgingen mit den Kunden, so ist meistens gedacht, 9 Uhr sind Rohbaubesprechungstermine, eben wo mit der Feuerwehr dieses Fahrzeug geplant wird und da ist eigentlich ein ganzer Tag ist da verplant. Natürlich ist nach den Rohbaubesprechungen, wenn das Fahrzeug fertig ist, nach unserer Endkontrolle wieder, dann kommt der Tag der Fahrzeugübergabe und da ist auch wieder Arbeitsbeginn 6 Uhr. Wir checken das Fahrzeug wieder durch, also ich checke das Fahrzeug wieder durch und bereite es für den Kunden vor und dann um 9 Uhr ist der Kunde wieder bei uns im Haus und dort wird das Fahrzeug dann an die Feuerwehr von mir übergeben. Also geboren bin ich am 30. April 1977 in Freistadt, lebe mit meiner Familie in Käfermarkt, in Mühlviertel in Oberösterreich. Begonnen mit der Lehre 1992 hier bei Rosenbauer und dort eine Lehre zum Maschinenschlosser gemacht und ja, und seit dieser Zeit bei Rosenbauer beschäftigt. Sämtliche Produktionsstätten, also sämtliche Abteilungen durchgegangen, vom Pumpenbau über Fahrzeugbau, also alles, was Rosenbauer bietet in der Montage, habe ich durchgemacht und dann nach dem Präsenzdienst bin ich dann in die Abteilung AT gekommen, wo ich jetzt bis jetzt beschäftigt bin. Den derzeitigen Beruf, den ich jetzt ausübe, ist ohne den Werdegang sicher nicht möglich. Man braucht ein technisches Verständnis. Das Know-how von Rosenbauer, das bekommt man einfach, ich habe es eigentlich von der Wiege an mitbekommen, so wie so ein Fahrzeug entsteht. Und das muss man unbedingt mitmachen und erleben, sagen wir so, damit man jetzt bei diesem Job, was ich jetzt mache, das wirklich auch umsetzen kann.